Der Blues ist für mich ja, eine absolut wunderbare Musik und ich habe vor kurzem eine Biografie gelesen von B.B. King und ich lese es einfach mal vor, weil ich kann es nicht so schön sagen wie er. Der Blues ist ein Lebensquell. Im Grunde birgt der Blues alle menschlichen Gefühle in sich. Schmerz, Fröhlichkeit, Angst, Mut, Verwirrung, Sehnsucht, alles. Komplizierte Gefühle erzählt in einfachen Geschichten. Das ist das Geniale am Blues. That's it. Mike's Blues Time proudly presents Raphael Westwig and the Soul Let's go! Hey! Tillman on the guitar. Mike's Blues Time ist eine Konzertreihe, die hier in Friedrichsdorf einmal monatlich in Garniers Keller internationale und überregionale Bluesbands präsentiert. Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Mike's Blues Time ist mein Hobby. Ich mache das Ganze non-profit. I could run a mile of this, head over heels for some days. Ja, wir hatten Bands aus ganz vielen Ländern schon hier. Wir hatten Bands aus Australien, wir hatten Bands aus Italien, Holland, Österreich, USA, England. Es waren natürlich auch Bands dabei, wo ich dachte, holy moly, sind die jetzt wirklich hier in unserer kleinen Butze? Das Wichtigste ist mit Mike's Blues Time den Leuten hier Spaß zu bereiten. Das heißt, dass die Leute gerne hierher kommen, wissen, hier gibt es immer tolle Musik und hier treten immer großartige Künstler auf und großartige Bands auf. Es gab natürlich einen Zeitpunkt in den Corona-Zeiten, wo wir viele Konzerte absagen mussten und wo das Publikum auch immer weniger wurde, wo ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich schmeiß hin. Wie bin ich zum Blues gekommen? Es war mein jüngerer Bruder Markus und ein guter Kumpel von mir, der Ralf. Die haben mir irgendwann ein Album von Stevie Ray Vaughan vorgespielt und das hat mich sofort gepackt, fand ich genial. Und dann habe ich mich aber auch immer mehr für die Geschichte des Blues interessiert und bin dann immer mehr in die klassischen Stile rübergegangen. Chicago Blues und solche Geschichten. Und ja, dann hat es mich halt richtig gepackt. Der Blues. Ich war irgendwann auf einer Jam-Session in Münster im Bunten Vogel und habe gedacht, wow, was hier für tolle Musiker sind in so einem kleinen Rahmen. Und da kam mir so die Idee, habe gedacht, vielleicht wird ja sowas bei uns auch gehen.
Dann bin ich irgendwie in Kontakt gekommen mit Olaf vom Impuls. Für sonntagsnachmittags hatten wir eine Band aus Aschaffenburg engagiert, haben gedacht, mal gucken, wer so kommt. 15 Uhr, sonntagsnachmittags, und die Bude war gerammelt voll. Die Leute haben Party gemacht. Das war toll, dass die Leute da so mitgegangen sind und das angenommen haben. Wir haben ja da sehr viel improvisieren müssen, weil es war keine Bühne da. Wir haben im Endeffekt eine Empore haben wir als Bühne umgebaut. Auch das haben die Leute anerkannt, dass wir im Endeffekt aus wenig so viel gemacht haben. Dann haben wir uns auch getraut, auch dort schon bekanntere Bands zu holen, dann mit Eintritt, weil die ersten Konzerte waren alle ohne Eintritt. Aber um an diese bekannteren Bands auch zu kommen, die möchten natürlich auch eine gewisse Gage haben. Und dann haben wir gesagt, okay, wir trauen uns das. Und das hat super toll funktioniert. Ja, dementsprechend, dadurch hat sich das Ganze dann auch immer weiterentwickelt. Was so in den Anfangszeiten eine Hürde oder auch Schwierigkeiten war immer das Equipment zu besorgen, was wir damals halt noch nicht hatten. Das heißt, ich bin dann oft schon 1, 2 Tage vorher in der Gegend rumgefahren und habe PA besorgt, Mischpult besorgt, Monitorboxen besorgt. Also dankbar bin ich vor allen Dingen meiner Frau, Angie, weil die hat damals den Kontakt zu Toni hergestellt, weil sie gemerkt hat, dass es in der vorhergehenden Location für mich sehr anstrengend wurde, das immer alles so von Grund auf zu organisieren. Und hat gesagt, sprich doch mal mit ihm. Das habe ich getan. Und dann bin ich irgendwann mit der Konzertreihe hier in Garniers Keller umgezogen. Garniers Keller ist für mich in der Zwischenzeit ja, ein Stückchen Heimat, kann man fast sagen. Nein, weil hier viele Dinge super gut funktionieren. Man hat hier tolle Leute, die die Gäste bedienen. Die Strukturen sind so, dass es für mich verhältnismäßig einfach ist. Und deshalb fühle ich mich hier auch selber sehr, sehr wohl und bin gerne hier. Und auch die Zusammenarbeit mit Toni macht sehr, sehr viel Spaß. Ja, ansonsten hilft mir meine Frau Angie abends an der Kasse. Das ist für mich ganz wichtig. Wir sind ein eingespieltes Team. Natürlich nicht nur bei den Konzerten, sondern auch überhaupt. Aber es ist für mich ganz toll, dass ich weiß, da vorne läuft alles, weil ich letztendlich hier drinnen dann auch die Begrüßung mache und die Sitzeinteilung. Wenn dann alles durch ist und kurz vorm Konzert fällt dann auch immer viel von mir ab und dann kann es richtig losgehen und dann ist für mich auch Partytime. Das Hauptding ist, kommen genug Leute. Das hat nicht damit zu tun, dass ich mir die Taschen voll machen will. Ich mache das Ganze ja aus Spaß und wir finanzieren aber die Gagen der Musiker in erster Linie über den Eintritt. Und dementsprechend ist natürlich für uns ganz wichtig, dass wir genügend Publikum haben. Ja, in den Hochzeiten von Corona war natürlich schon irgendwann mal ein Zeitpunkt erreicht, wo ich wirklich gedacht habe, okay, ich schmeiß hin, weil das ständige Absagen von Konzerten, weil man hatte sie auch geplant, was blöd für uns war, aber auch in erster Linie sehr blöd für die Musiker war, denen es in der Zeit natürlich auch extrem beschissen ging. Die hat mich schon irgendwann an einen Punkt gebracht, wo ich dachte, vielleicht lassen wir es auch am besten ganz sein, weil irgendwie hatte man nicht das Gefühl, dass sich das überhaupt mal wieder erholt. Und das war so der einzige Zeitpunkt, wo ich wirklich gedacht habe, ich glaube, ich schmeiß hin.
Letztendlich hat es mir in erster Linie für die Musiker leid getan, wenn Konzerte nicht stattfinden konnten, weil, davon waren ja nicht nur wir betroffen, sondern eben auch andere Locations und andere Veranstaltungen, dass sie zeitweise halt überhaupt nicht auftreten konnten und das hat schon richtig wehgetan, weil ich wirklich da mitgefühlt habe, aber das war schon eine Geschichte, wo ich dachte, das ist echt mega mies. In der Zwischenzeit bin ich aber dann doch ganz froh, dass wir gesagt haben, dass wir irgendwann dann doch wieder weitergemacht haben und gesagt hat, okay, komm, let's go. Schön, ich freue mich ja total drauf jetzt zum schönen Klavier. Ja, Mike's Blues Time ist ein Ding, was ich definitiv nicht mehr missen möchte, weil es mir sehr viel gibt. Eben auch Kontakte, die man natürlich auch mit Stammgästen hat, mit dem Publikum. Ja, was für mich auch sehr toll ist, was mich auch absolut berührt, ist, dass wir hier eine Community haben, die nahezu zu allen Konzerten kommen, die sich untereinander auch in der Zwischenzeit besser kennengelernt haben und die auch vor den Konzerten und nach den Konzerten noch zusammensitzen und miteinander quatschen. Das geht sogar so weit, dass eine Gruppe, sie nennt sich Der Tisch, haben sogar ihr eigenes Namensschild, so ähnlich wie in den Kneipen Stammtisch. Der ist für sie auch immer reserviert und deshalb Der Tisch, die sind bei allen Konzerten da und das ist einfach, ja, das berührt schon sehr. Ich bin zwar auch Veranstalter, ich bin aber auch nach wie vor ein großer Fan. Ich habe hier teilweise unterhalte mich mit Musikern, die ich früher auf Konzertbühnen gesehen habe und ich stand da unten und habe gedacht, wow, ich muss mir gleich noch ein Autogramm holen. Die hole ich mir jetzt nach wie vor noch. Ja, wenn ich sehe, dass die Stimmung toll ist und die Leute mitgehen und natürlich auch nach den Konzerten kommen, hey, wie hast du das jetzt wieder angestellt, dass diese tolle Band hier in diesem kleinen Rahmen spielt? Es freut mich einfach und das ist natürlich klasse, dass man sagt, okay, alles, was man im Vorfeld organisiert hat, lohnt sich, sowohl, dass sich das Publikum wohlfühlt, als auch letztendlich die Bands. Ja, wenn ich so zurückblicke von den Anfängen im Impuls, die ersten Konzerte bis zu jetzt und ich sehe, wer hier schon in Friedrichsdorf bei uns aufgetreten ist, macht es schon auch ein Stück weit stolz. Auch, dass man in der Zwischenzeit ein sehr, sehr tolles Stammpublikum hat, die regelmäßig kommen. Und ja, das ist schon klasse. Got the feeling in your bones, make you feel right at home. Honey, does it well, keep me dancing till I'm dead. 'Cause I could run a mile like this, head over heels, feels like bliss.
heart's got me on my track. I ain't ever looking back.